Ist also Daniels Ex-Freundin, ja. Aber wir sind noch gut befreundet. Aha. Und du findest mich also mega scharf? Ach, guck mal da. Das ist doch Cecile. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. Where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe next year. Ja, deine wunderbare Stimme, findest du nicht? Ja, sie war toll. Arno, viel zu jung für dich. Ich du bist die Schönste, das weißt du doch. Ein Multitalent. Bravo! Ich bin wirklich überrascht. Möchtest du vielleicht einen Kaffee? Oh, später vielleicht. Aber dann ein Wasser hast du für mich? Ich glaube ja. Warum sind alle Beerdigungen immer so schrecklich? Ist übrigens sehr lieb von dir, dass ich doch noch mit herkommen konnte. Ich glaube, allein mein Zimmer, da würde ich jetzt durchdrehen. Diese Trauerrede. Eigentlich hätte das eine Taufe sein sollen. Das ist komisch. Da kommt ein Baby auf die Welt und Bevor es überhaupt anfängt zu leben, stirbt es schon wieder. Dass Jule dann auch noch zum Grab gekommen ist. Weißt du, ich habe echt Angst, dass sie das alles nicht durchsteht. Sie hat sich so auf das Kind gefreut. weißt du, manchmal ist es besser, wenn man sich den Tatsachen stellt, auch wenn sie noch so schrecklich sind. Jule hat sich von dem Baby verabschiedet und das ist ein wirklich wichtiger Schritt für sie. Jule und Simon tun mir so leid. Jule hat so apathisch gewirkt vorhin. Als wäre sie gar nicht wirklich da. Auf jeden Fall übernehme ich erstmal ihre Schicht heute Abend. Habe ich schon mit Isabel abgeklärt. Das ist gut. Ich zieh mich erst mal um. Mach ich auch. Was ist? Wie siehst du denn schon wieder aus? Soll ich so spießig rumlaufen wie ihr? Wir waren gerade auf der Beerdigung von Jules Baby. Oh, tut mir leid. Ist schon okay. Und warum bist du schon wieder so super drauf? Schrott, alles nur Schrott. Lass mich raten. Und wieder dein Motorrad. Die Kontaktplatte von der Zündung hat ihren Geist aufgegeben. Dann kauf dir doch eine neue. Wenn du mir die Kohlen dafür gibst, gerne. Ist sowas denn so teuer? Von Technik hast du echt keine Ahnung, oder? Ja Gott, dann gehst du halt auf den Schrottplatz und guckst danach. Super Idee.
Ja, wieso denn nicht? Was spricht dagegen? Mann, ich habe schon sämtliche Schrottplätze Düsseldorfs abgesucht. Und? Ja, nichts und. Komm, lass ihn allein rummuffeln. So, bitteschön. Danke. Als Sie plötzlich auf der Bühne standen, das war wirklich eine Überraschung. Allerdings, Sie singen sehr gut. Danke. Kommt es des Öfteren vor, dass Sie in Jazzclubs auftreten? Nein, das war eher zufällig. Der Gitarrist der Band ist ein guter Freund von mir. Ja, und er hat mich gefragt, ob ich ein Lied singe. Das kann man Sie ruhig öfter fragen. Und womit gedenken Sie uns das nächste Mal zu überraschen? Ich meine, Sie leiten ein Gestüt, sind selbst eine hervorragende Reiterin. Sängerin? Ja. Was zaubern Sie als nächstes aus dem Hut? Wer weiß. Na, ich bin jedenfalls gespannt. Wenn ich erst mal eine Sache beherrsche, dann verliert sie schnell ihren Reiz für mich. Aber offensichtlich gibt es nichts, was Sie nicht beherrschen. Den Eindruck habe ich auch. So, ich muss los. Wenn Sie möchten, dann schauen Sie doch nachher auf Gut Schönberg vorbei. Frau von Beinbach gibt da einen kleinen Empfang. Ja, zugunsten einer Wohltätigkeitsorganisation. Ach ja, Das könnte für Sie interessant sein, zumal Sie sich ja selbst für soziale Zwecke engagieren. ich werde mal sehen, ob ich es schaffe. Ich muss jetzt. Wenn Sie Lust haben zu kommen, dann rufen Sie mich doch einfach an. Das mache ich. Würde mich freuen. Vielleicht bis später. Ja, tschüss. Wiederschauen. Charlie, diese Frau ist mir ein Rätsel. Hey Simon. Hallo. Grüß dich. Hast du Jule zurück ins Krankenhaus gebracht? Sie will nicht mehr zurück. Sie ist schon oben auf ihrem Krankenzimmer, um ihre Sachen zusammenzupacken. Was? Simon, dafür ist sie noch viel zu schwach. Du weißt doch selbst, dass die Beerdigung sie sehr mitgenommen hat. Ja, und ich glaube kaum, dass der Oberarzt einer Entlassung zustimmt. Ja, ich habe ihr auch versucht klarzumachen, dass es vielleicht besser wäre, wenn sie noch ein bisschen unter ärztlicher Beobachtung bleibt, aber zwecklos. Ja, sie will halt zurück in ihre vertraute Umgebung. Ja, hier im Krankenhaus, da erinnert sie alles an den Unfall, die Frühgeburt und den Tod unserer Tochter. Dann ist es wahrscheinlich wirklich besser, wenn sie nach Hause kommt. Ich kann mich ja dort um sie kümmern. Oder zumindest so gut es geht. Also soll ich mit reinkommen? Ja, falls es bei der Entlassung Probleme gibt. Musst du nicht zum Dienst? Ich muss einem Kollegen die Unterlagen hier bringen. Dann bin ich für euch da, ja. Darf ich bitten, Frau Brandner? Das Konzert scheint ja ein voller Erfolg gewesen zu sein. Ne? Oh, das war es. Das war es. Wir schrieben das Jahr Woodstock. Deshalb erkenne ich dich nicht wieder. Sieht ja nicht um Jahre jünger aus. Stimmt. Er wollte mich beleidigen. Ich bin und war immer ein jugendlicher Typ. Lassen wir Ihnen dem glauben. Okay. Oh, ich gehe. Ja, erzähl mal, wie war das Konzert? Es war ganz toll. Es gab eine Sängerin, Cécile Marot. Aha. Und DJ ist... Anni, Tag, Frau Brandner. du willst sicher zu meinem Mann. Ja, ist er da? Ja, komm doch rein. Danke. Rennen. Ja. Sie reitet Rennen. Tag zusammen. Hi. Andi. Herr Brandner, könnte ich Sie vielleicht mal ganz kurz sprechen? Ach, wolltest du nicht noch Bewerbungen schreiben? Ja. Wir ziehen uns diskret zurück. Also, Also ich wollte Sie schon auf dem Bau fragen, aber Sie waren ja nicht da. jetzt bin ich da. Nun, es geht um meine Maschine. Ich brauche da dringend ein Ersatzteil. Sie läuft nicht mehr. Ja, was kann ich dabei tun? Ich dachte, ich kann vielleicht ein paar Überstunden machen. Dann habe ich das Geld für das Teil eher zusammen. Ich verstehe. Ja, Andi, ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen. Im Moment ist es etwas knapp mit zusätzlicher Arbeit. Und andere Projekte sind noch in der Planungsphase. Ach so. Naja, vielleicht findet sich eine Möglichkeit. Ja? Ich hab doch gesagt, dass ich nicht... Entschuldige. Henning. Ich gehe auch gleich wieder. Viel zu tun? So wie immer. Ich bräuchte die Unterlagen für die Vertragsverhandlung.
Das kann ich doch machen. Du hast so viel zu tun mit Avatex. Wozu bin ich denn dann dein Kompagnon? Dann sage ich Daniela Bescheid, dass sie die Unterlagen raussuchen soll. Übrigens, auf Schönberg ist nachher ein kleiner Empfang. Vielleicht hast du ja Lust, vorbeizukommen. An sich gern, aber es wird mir ein bisschen zu knapp. Ich muss noch in so viele Demos reinhören. Tja, dann. Sag mal, Danke. hat sich die Polizei nicht schon bei dir gemeldet? Die glauben mir nach wie vor nicht, dass da noch ein anderes Auto am Unfall beteiligt war, was danach abgehauen ist. Fahrerflucht ohne Zeugen, ich habe nichts in der Hand. Mist. Wir müssen den Kerl einfach finden. Ohne ihn wäre Jules Baby noch am Leben. Ja, Roloff. Hi, Simon. Oh. Ja, kann man ja auch verstehen. Ja, klar. Okay, bis später dann. Jule will nicht mehr ins Krankenhaus zurück. Sie hat sich gerade ihre Papiere geben lassen. Sie kommen nach Hause? Entschuldige, wo soll sie denn sonst hin? Nein, ich meine nur, hier erinnert sie noch alles an das Baby. Und im Krankenhaus nicht, oder was? Wenn ich mir vorstelle, wie oft wir da gesessen und über das Baby geredet haben. Oh Gott. Was? In Julis Zimmer. Die ganzen Babysachen. Dein wievielte Stück ist das jetzt? Das dritte. Unglaublich. Elisabeth, können wir? Ja, warte mal einen Moment. Kinder, Arno und ich, wir gehen noch mal schnell in die Stadt was besorgen, ja? Okay. Tschüss, macht's gut. Ciao. Tschüss. Und die Sonderschichten, die brauchst du für deine Amerika-Tour? Ich brauche das Geld für meine Maschine. Die Kontaktplatte von der Zündung ist kaputt. Ist so ein Teil teuer? Jo. Und Gebrauchte sind nirgends aufzutreiben. Aha. Ja gut, aber für deine Panamerikaner-Tour brauchst du eh ein neues. Wenn ich erstmal in Amerika bin, hole ich mir ein Gebrauchtes. Das ist einfach billiger, als meinen alten Bock rüber zu schaffen. Ja, zumal dein alter Bock nicht mal einen Kilometer fahren würde. Trotzdem, ich hänge irgendwie an meinem alten Moped. Ist echt schade, dass ich es nicht mit rübernehmen kann. Ja, ist ja noch nicht so weit. Aber bald. Bitte schön. Frau Ohlhöfen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Ohlhöfen. Ah, Frau von Breinbach. Herr Altenhoff. Entschuldigen Sie. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist doch selbstverständlich. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ist Ihr Mann gar nicht da? Oh ja, er musste leider geschäftlich verreisen. Aber dann richten Sie ihm doch einen schönen Gruß aus. Ja, das mache ich. Danke. Mama, muss ich unbedingt hier bleiben? Franziska, bitte. Die reden alle so ein langweiliges Zeug und Papa und Felix sind auch nicht da. Felix muss arbeiten und Papa ist auf Geschäftsreise. Wann kommt er denn eigentlich zurück? Das wusste er noch nicht so genau. Das weiß er doch sonst immer. Diesmal wusste er es aber nicht. Würdest du dich jetzt bitte um die Gäste kümmern? Ihm wieder die liebe Tochter vorspielen. Franzi, bitte. Ja, diese Sprüche. Was bist du schon groß geworden? Wie läuft's in der Schule? Barbara von Schwab. Und Franziska, schon wieder gut in der Schule eingelebt? Ja. Oh. Als ich in Ihrem Alter war, fand ich Empfänger auch furchtbar. Naja, wenn sie älter wird, dann wird sie schon Verständnis für den Idealismus ihrer Mutter haben. Was so ein Empfang für eine Mühe kostet. Ja, schon. Aber dafür spenden die Leute in der Regel auch reichlich. Hallo. 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 Schön, dass Sie es doch noch einrichten konnten. Champagner? Ja, danke. Frau von Beinbach ist zu beneiden. Es ist wunderschön hier. Und so viele interessante Menschen. Aber ich kenne kaum jemanden. Oh, dann werde ich Ihnen gleich einige von diesen interessanten Menschen vorstellen. Von Paris nach Düsseldorf umzuziehen, das ist sicherlich auch nicht so einfach. Ja, so ein Ortswechsel bringt immer Veränderungen mit sich. Vermissen Sie Ihre Familie nicht? Naja. Ja, warum laden Sie Ihre Eltern nicht mal ein? Ich würde mich auch unheimlich freuen, Ihre Mutter wiederzusehen. Ja, vielleicht, aber das wird schwierig. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Der hier ist von mir.
Kleinen sollte es an nichts fehlen. Hey, wir könnten eigentlich auch gleich einen Spielwarenladen aufmachen. Jedes Mal, wenn ich sowas im Schaufenster gesehen habe, dann muss ich es einfach kaufen. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich weiß genau, was du meinst. Manchmal war Jule richtig sauer auf mich. Sie sagte, ich würde total übertreiben. Was machen wir jetzt mit dir? Keine Ahnung, aber... Also, wenn Jule das hier alles sieht... Ja klar, hier lassen können wir die Sachen auf gar keinen Fall. Aber sollten wir sie vielleicht nicht vorher fragen? Ich weiß es nicht. Also, was würdest du denn wollen an ihrer Stelle? Ich glaube, ich wäre sehr froh, wenn ich mich nicht ständig an alles erinnern müsste. Siehst du? Brandner? Ja, hallo, hier ist Andi Fritsche. Ich wollte fragen, wie es mit den Extraschichten aussieht. Ach, Andi, zur Zeit ist es schlecht. Wir haben genug Arbeit auf der Baustelle. Tja, da kann man nichts machen. Trotzdem danke, dass Sie nachgefragt haben. Gern geschehen. Bis dann. Tschüss. Scheiße. Keine Extraschichten drin, was? Was willst du jetzt machen? Mir noch einen Job suchen. Sonst kriegt das Teil nie zusammen. Aber es hat doch schon ewig gedauert, bis du den Job bei Brandner hattest. Wo willst denn du jetzt so schnell einen zweiten herkriegen? Frag mich was Leichteres. Ich mache auf. Hallo, schöne Frau. Guten Tag. Sag mal, ist Andi da? Ja? Ich sehe schon. Komm rein. Hat nicht geklappt, ha? Herr Brandner hat schon genug Leute auf dem Bau. Kann man nichts machen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mein Motorrad abzumelden. Ich kann mir das Ersatzteil einfach nicht leisten. Was ist das für ein Teil? Eine Kontaktplatte für die Zündung. Das ist nicht vielleicht sowas hier? Ja. Und vielen Dank für Ihre großzügige Spende. Gern geschehen. Kann ich jetzt bitte endlich abhauen? Ich habe alle auf den neuesten Stand gebracht. Na gut, meinetwegen. Danke, Mama. Wir hatten auf Friedenau auch eine Galerie, vornehmlich mit alten Meistern. Hätte ich mir gern mal angesehen. Das können Sie immer noch. Wir haben sie ein Museum gestiftet. Ach ja. Danke, Christiane. Die Häppchen sind wirklich exzellent. Aber Gift für meine Linie. Einmal darf man ruhig sündigen. Entschuldigen Sie mich kurz. Natürlich. Das ist wirklich eine reizende Person, diese Cécile de Marron. Könnte ich Sie vielleicht einen Augenblick sprechen? Ja, selbstverständlich. Ihr entschuldigt mich? Was ist? Schmeckt sie plötzlich doch nicht mehr? Nein, ich muss nur über meinen Fauxpas von eben nachdenken. Naja, Cécile auf ihre Eltern anzusprechen, damit bin ich ja wohl in ein Fettnäpfchen getreten. Du konntest doch nicht ahnen, dass sie zu Ihnen keinen Kontakt mehr hat. Ich verstehe es auch gar nicht. Ihre Mutter ist so eine warmherzige Person. Ach komm, Charlie, als Außenstehende sieht man selten die Probleme anderer Menschen. Ja, die letzten Jahre, aber ich ziehe jetzt gerade nach Düsseldorf. Und außerdem scheint sie sich doch prächtig zu amüsieren, oder? Und wie bist du an den Typen rangekommen? Ach, das war gar nicht so schwer. Ich habe mal von der Zeit einen Artikel über Motorradverein geschrieben. Ja, und? Naja, da habe ich ein paar von den Jungs kennengelernt. Und einen von denen habe ich dann angerufen. Und hat er das Teil echt so billig verkauft? Ja, ist doch gut, oder? Gut? Das ist genial. Ich gebe dir das Geld nachher, okay? Hat Zeit. So, und jetzt drück mir mal die Daumen. Okay. Hast du was anderes erwartet? Jetzt hätte ich einmal frei und dann muss ich nur Limits einsprengen. Komm, wir müssen Jule helfen, wo wir nur können. Ja. Hey, ihr beiden. Hi. Hi. Hey,
Wie jetzt? Ich dachte, die Maschine tut's nicht mehr. Stimmt. Ich dachte, diese Platte ist kaputt. Jetzt läuft sie eben wieder. Du, ich find's übrigens echt klasse, dass du dir solche Mühe für Jule gibst. Mann, Jule ist meine Freundin. Was ist? Ah, nichts. Ich hoffe, Jule kann sich nun wieder mal richtig entspannen. Hallo. Hi, da seid ihr. Herzlich willkommen zu Hause. Es riecht ja richtig lecker hier. Ich dachte, ihr habt vielleicht Hunger. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, die ich weg gewesen bin. Lieb, dass du gekocht hast. Ja, nur ein kleines Begrüßungsessen. Hättest dir gar nicht so viel Mühe machen brauchen. Auch noch Blumen. Isabel wollte halt, dass du dich wohlfühlst, wenn du nach Hause kommst. Hallo. Hey. Na? Bist du happy, dass du dein Bike wieder flott gekriegt hast? Das ist ein Motorrad. Ja, ist das Gleiche. Es sind beides 2 Räder. Und du 2 Beine, aber ich sag nicht Zweibeiner zu dir, sondern Spuchtel. Bringst du mir eine Cola an den Tisch, bitte? Klar. Lass ihn doch mal in Ruhe. Ich? Er fängt doch immer an. Oh ja. Ja, ist doch so, oder? Das ist mir so egal. Na klasse, jetzt werden wir auch der eigene Freundin drücken. Bitte schön. Danke. Die legt sich ja ganz schön für dich ins Zeug. Habe ich auch schon gemerkt. Was meinst du, woran das liegt? Ist doch klar. Gabriela steht auf mich. Dankeschön. Ach, Christiane, ich habe, glaube ich, noch nie wirklich gefragt. Gefällt's Ihnen hier auf Schönberg? Sehr gut, Herr von Anstetten. Sie hätten mir keine bessere Anstellung besorgen können. Naja, obwohl... Das freut mich. Sie müssen mich entschuldigen. Sie sehen ja, was hier los ist. Ja, natürlich. Ach, hallo. Nein, du musst dir wirklich keine Sorgen um mich machen. Das habe ich dir aber auch gestern schon gesagt. Mama, du brauchst mich nicht jeden Tag anzurufen. Es geht mir gut, okay? Und ums No Limits, da musst du dir erstmal überhaupt keine Gedanken machen. Weil darum kümmere ich mich. Das ist lieb von dir. Aber meinst du nicht, dass dir das irgendwann auch zu viel wird? Ach was. Komm du erst mal wieder auf die Beine, dann sehen wir weiter. Ich glaube, ich leg mich eine Weile hin. Ich nehme deine Tasche. Danke. Isabel kümmert sich sehr liebevoll um Jule. So. Kann ich die Tasche hier hinstellen? Ja, klar. Was ist denn hier passiert? Ja, ich habe die Sachen weggeräumt. Ich dachte, es ist besser so. Was fällt dir ein, die Sachen meiner Tochter anzufassen?